heute zu Gast bei der MIB GmbH in Solingen und ich habe mich verabredet mit Sebastian Meiners, der sitzt hier neben mir. Und Sebastian, du bist einer der Geschäftsführer von der MIB und du bist ein Digital Signage Experte. Ja, schön, dass du zu uns gekommen bist. Schwieriges Wort, aber ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ich habe eine Aufgabe von meinem Kunden bekommen, der eine Getränkemarktkette hat und diese Aufgabe will ich heute mit Hilfe von Sebastian lösen und ihr könnt zuschauen und zuhören. Hallo, wir begrüßen dich heute bei uns. Diana Walter, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Was können wir für dich tun? Hallo. Ja, das ist, wir kommen zusammen ganz durch Zufall. Ich war bei einem meiner Kunden, ich bin Unternehmensberater und ich betreue Getränkeabholmärkte. Und einer meiner Getränkemärkte hat ein Display im Laden hängen und in diesem Display werden seine Werbung und seine Informationen abgespielt. Das finde ich eine sehr clevere Sache und habe ihn gefragt, ob ich das System übernehmen kann für meine anderen Kunden. Und er hat mich dann an euch verwiesen und so bin ich jetzt zu euch nach Solingen gekommen. Sorry. Ja, schön, dass das geklappt hat. Ja, im Prinzip sprichst du von einem klassischen Digital Signage System. Bei uns PIN, Public Information Network. Okay, also PIN, Public Information Network. Dann lass mich mal ein paar Notizen machen, damit ich das hinterher auch richtig weitergeben kann. Also PIN. Wir machen ein Public Information Network. Okay. Aber ich möchte kein Public, weil ich will das ja nur für unsere Märkte haben. Ja, ist auch nur der Begriff. Im Prinzip, Public steht in dem Sinne für eine cloud-basierte Lösung. Heißt, du kriegst von uns einen Cloud-Zugang, der ist verifiziert, ist gesichert, HTTPS, also verschlüsselt, kann auch keiner von draußen drauf zugreifen und hat die Möglichkeit, dass du eben Standort- und PC- oder Hardware unabhängig agieren kannst. Okay, das heißt, wenn meine Kunden in ihrer Zentrale sitzen und haben 50 Getränkeabholmärkte, können die von der Zentrale aus diese 50 Märkte ansteuern und dort entscheiden, was auf dem Display zu sehen ist. Genau, geht sogar noch besser. Du kannst theoretisch auch noch Rechte individuell vergeben und sagen, Mitarbeiter 1 oder Marketingabteilung hat einen Slot und kann den bespielen. Und dazu gibt es dann eben vielleicht auch externe Werbepartner, vielleicht zum Beispiel im Getränkemarkt eine Kette, Bier etc. und kannst sagen, hey, ihr habt auch eigenen Content, wir stellen euch einen Slot zur Verfügung. Und wenn dieser Slot nicht befüllt wird, wird er aber auch nicht wiedergegeben. Okay, das heißt, wenn ich jetzt mal in meinen Geschäftsvorfällen denke, ich habe die Getränkemarktkette, ich bin der Getränkemarktleiter. Ich habe einen Slot, den hat mir meine Zentrale gegeben. Meine Zentrale hat aber auch dem Biervertreter und dessen Marketingabteilung einen Slot gegeben, sodass der Biervertreter, der bei mir gelistet ist, auch seinen Content einspielen kann. Genau. Und ich sage dem, der Content, den du einspielen darfst, erscheint nur von 17 bis 18 Uhr, weil dann die Männer von der Arbeit kommen und Bier kaufen. Korrekt. Du kannst das Ganze zeitlich steuern, du kannst auch datumstechnisch was machen. Das heißt, wenn du sagst, Weihnachten oder Sommer oder wie auch immer, kannst du saisonale Ereignisse auch hinterlegen. Oh, das ist ja cool. Das heißt, ich bin die Zentrale. Ich lege meinen eigenen Content fest mit meiner Marketingabteilung oder selbst. Ich bin der Getränkemarktleiter. Ich lege meinen eigenen Content fest und kann auch regionale Partner, die Zentrale nicht so auf dem Schirm hat. Also ich könnte sozusagen auch die morgens, wenn die Hausfrauen kommen, die Modeboutique einspielen lassen. Korrekt. Und nachmittags, wenn die Männer von Arbeit kommen, die Bierfirmen ihre Werbung machen lassen. Genau. Das heißt, ich gucke mir die Zielgruppen an, wann ist wer bei mir im Markt. Das ist ja schon sehr clever. Das hilft mir ja schon weiter, eine zielgruppengerechte Werbung am POS zu machen, die unabhängig ist von dem Handzettel, den ich schon die Woche über verteilt habe. Und das Ding, Entschuldigung, ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber das Display läuft nach meinen Vorgaben von Eröffnung des Marktes bis Ende des Marktes. Korrekt, also, das können Sie individuell bestimmen. Das heißt, man kann die Startzeit, man kann die Endzeit bestimmen, man kann sagen, wann soll es angehen. Wenn Sie Displays haben, die vielleicht zum Beispiel auch nach außen hin strahlen, können Sie auch die Helligkeit regulieren. Also auch da gibt es überall Möglichkeiten. Okay, aber ich bin immer noch beim Inhalt, weil ich überlege mir, das ist ja mit Sicherheit auch keine Investition für 0 Euro. Was ich noch damit machen kann, was mir als Getränkemarktbetreiber oder Kette das Leben erleichtert. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Der Markt schließt um 18.30 Uhr. Ich könnte theoretisch 18.35 Uhr eine Checkliste einspielen. Vergiss nicht, die Alarmanlage scharf zu schalten, vergiss nicht, das Licht auszumachen, vergiss nicht. Könnte ich sowas dann auch machen, dass die Mitarbeiter das dann noch sehen? Natürlich, also geht zum einen, dann könnten Sie sagen, und um 20 Uhr gehen die Systeme dann ganz aus, weil dann noch die letzten Mitarbeiter den Laden verlassen haben.
Aber Sie können auch einen Schritt weiter denken und überlegen, neben Ihren Getränken bieten Sie ja vielleicht noch andere Dienstleistungen an, wie vielleicht einen Bierwagen, Bierbänke, was Sie verleihen. Dinge, die regional sind, die die Zentrale vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Auch diese Dinge könnten Sie anbieten. Okay, das heißt, ich bin flexibel als Kette, ich bin flexibel als Marktleiter, ich kann regionale Partner einbinden, ich kann meine Lieferanten einbinden und das Einzige, was ich brauche, ist scheinbar eine Lizenz für dieses PIN International Network. Public Information Network. Für die PIN. Ein Display wahrscheinlich, ein Fernseher, den ich an den Markt hänge oder im Markt irgendwo aufhänge. Genau, also wir reden nicht von Fernsehern in dem Zusammenhang. Ganz kurz vielleicht ein bisschen was Technisches. Der Fernseher ist das klassische Gerät, was Sie zu Hause haben. Das ist für den Konsumer. Bedeutet, da ist ein TV-Tuner drin und alles, was das Herz so begehrt. Ist auch nicht für den Dauereinsatz ausgelegt. In der Regel gucken Sie zu Hause 2, 3, 4 Stunden Fernsehen vielleicht, wenn es hochkommt. Die Displays, die wir verwenden, sind wirklich professionelle Geräte, extra für den Einsatz am Point of Sales entwickelt. Heißt, kein TV-Tuner, haben eine Zulassung bis zu 24/7. Das heißt, sie könnten auch durchgängig laufen, haben ganz andere Helligkeiten und auch ganz andere Gewährleistungen. Also wir arbeiten zum Beispiel auch mit Herstellern zusammen, die dann bei Ihnen im Laden das Gerät tauschen, sollte es mal wieder erwarten zu einem Problem kommen. Also was ich jetzt schön finde, ist, die haben keinen TV-Tuner. Dann habe ich auch nicht das Problem, dass die Mitarbeiter meiner Kunden tagsüber Fernsehen gucken, wenn kein Mann und keine Frau im Laden ist. Aber kleiner Funfact an der Seite. Okay, ich brauche also ein professionelles Display. Wenn ich das dann bei euch, kriege ich wahrscheinlich von euch auch, oder? Korrekt. Also wir bieten Full Service im besten Fall an. Aber wenn Sie sagen, ich habe schon bestehende Systeme oder ich habe schon etwas, was wir ablösen können, wir starten bei der Software als solches, gehen über zur Abspieleinheit, dem sogenannten Player, hin zum Display oder zur Stele oder zur LED-Wand. Also wir sind unabhängig, was die Steuerung betrifft, worauf hinterher die Software agieren soll. Okay. Und wenn ich jetzt den einzelnen Getränkemarkt, den ich habe, betrachte, muss die Zentrale den Vertrag mit euch machen oder kann auch ein einzelner Getränkemarkt zu euch kommen und das mit euch alleine machen? Da sind wir offen. Also wir haben sowohl bereits Kunden im Bereich Einzelunternehmungen, wir haben aber auch Verträge mit großen Ketten schon, wo dann mehrere 100 Lizenzen drüber laufen, wo dann halt eine Volumenlizenz verhandelt wird. Hat den Vorteil, dass es natürlich ein bisschen günstiger wird. Ist ja wie immer im Leben. Ja, okay, gut. Wie wäre denn die Vorgehensweise, wenn ich mit meinen Kunden über dieses PIN spreche, um ihr Geschäft am POS zu vitalisieren oder mehr Umsatz zu machen? Ja, vielleicht sollten wir noch mal einen kleinen Schritt zurück, damit wir auch wirklich die technische Seite abgeschlossen haben. Okay. Wir wissen jetzt, das ist eine cloudbasierte Lösung. Ich glaube, das brauchen wir nicht groß weiter erklären, weil jeder weiß inzwischen, was eine Cloud ist. Wichtig ist aber noch, das ganze Konzept basiert als Software as a Service. Heißt, Sie zahlen im Prinzip für die Nutzung. Sie kaufen keine Software oder ähnliches, sondern zahlen eine monatliche Gebühr. Okay. Und dafür dürfen Sie die Software so lange nutzen, wie Sie diese Gebühr bezahlen. Kriegen natürlich neben der Software auch weitere Dienstleistungen. Das heißt, von uns der komplette Service ist mit drin. Die Wartung seitens der Software ist mit drin. Der Support, wenn Probleme da sind. Auch da haben wir eine komplette Software angeschafft, über die wir ein Ticketsystem fahren, auch cloud-basiert, mit dem wir dann quasi alle Fragen und Probleme, wenn denn mal was ist, machen. Zu guter Letzt aber auch eine Schulung. Bieten wir natürlich auch mit an, damit Sie nicht alleine gelassen werden bei den ganzen Sachen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, wenn wir den Cloud-Server haben, den kriegen Sie dann den Zugang, dann können Sie einen Content hochladen, alles, was eine Cloud so mit sich bringt, ist auf der Gegenseite der sogenannte Player. Das heißt, irgendwie muss die Cloud ja kommunizieren mit den Geräten in Ihrem Markt. Da sind wir relativ flexibel, das heißt, es gibt sogenannte SoCs, System-on-Chip-Displays, da ist bereits der Abspiel oder die Abspieleinheit im Display integriert, zum Beispiel als Android-Basis. Dort können wir die Software drauf installieren, dann haben Sie alles in einem. Alternativ kann man natürlich auch eine Android-Box so losgelöst kaufen und sie dann an ein Gerät anschließen oder halt auch ein Windows-System. Wichtig beim Windows, wir arbeiten da wirklich ausschließlich mit Windows IoT. Warum IoT? Oder wenn jetzt viele sagen, oh, zu technisch. Nee, hat eigentlich einen ganz einfachen Vorteil. Früher hat man Embedded gesagt. Wir können das Windows dahingehend abschließen, dass nicht störende Meldungen von Windows kommen wie Unterbrechung. Hier ist ein Service-Update. Sie müssen Windows updaten, ein Service-Pack etc. Lieber Sebastian, wir waren ja schon mal beim Du. Darf ich dich deswegen unterbrechen? Darfst du. Das ist mir jetzt schon wieder zu technisch. Ich bin ja jetzt erstmal noch an der Entscheidung, ob das für mich Sinn macht oder nicht. Wenn ich das entschieden habe oder wenn mein Kunde entschieden hat, das macht Sinn für ihn, dann kommt die Technik. Das machen aber nicht
mein Kunde und ich, sondern das macht deren Techniker. Deswegen lass uns doch bitte zu den Vorteil kommen, den ich habe, wenn ich so einen Markt habe. Und ich denke gerade dran, ich habe ja auch noch eine Podologin und ich habe Friseure. Für die wäre ja das theoretisch auch noch eine Lösung, ihre Dienstleistungen, Produkte und Angebote zu kommunizieren. Also lass uns bitte wieder zu dem eigentlichen, also zu meinem Interesse zurückkommen, nämlich wie erkläre ich das einem Geschäftsführer eines Getränkemarkts oder einer Apothekenkette, keine Ahnung, dass das für ihn Sinn macht. Und da sind wir jetzt weg von der Technik hin zu, du hast gesagt, ich habe monatliche Kosten, weil Geld ist ja das, was uns alle interessiert. Was kostet sowas denn so mal Pi, mal Daumen? Also das Ganze startet ungefähr bei 16,90 € pro Monat, pro Player. Pro Player. Das heißt, das Lizenzmodell bedeutet immer, je Software, die installiert wird, ist eine Lizenz für uns. Okay, gut. Das heißt, ich habe einen Getränkemarkt, ich habe ein Display von euch, dann zahle ich 16,50 € und habe damit alle automatischen Updates und 90. 16,90 € netto und habe damit alle Updates und die Software zur Verfügung, solange ich meine monatliche Gebühr zahle. Korrekt. Okay, dann kommt nur noch das Display dazu, das ihr aber auch bestellt, liefert, aufbaut und installiert. Korrekt. Okay, gut. Bei einem Fernseher weiß ich ungefähr, was der kostet, aber was würde jetzt so ein Display in, weiß ich nicht, welche Größe nimmt man für Getränkemärkte? Ja, das ist wirklich unterschiedlich. Also da müsste man vorher einmal sich überlegen, ein bisschen, habe ich viel Tageslicht, habe ich Sonne, möchte ich ins Schaufenster, möchte ich nicht. Aber man kann ganz grob sagen, 55 Zoll ist schon mal eine ganz gute Größe, weil es geht ja auch so ein bisschen darum, es muss ja ein bisschen höher hängen, damit eben keiner Vandalismus betreibt oder ähnliches, genau. Ist leider immer wieder ein Thema. Und zum anderen aber noch erkennbar ist und möglichst auch von weit erkennbar ist, das heißt plakativ. Und da ist 55 Zoll eine gute Größe, kann auch 65 Zoll werden, hängt so ein bisschen davon ab, muss man sehen, wie der Markt bei Ihnen oder wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Und vom Preis her, das ist natürlich wirklich ein bisschen individuell, das heißt, möchte ich jetzt 16,7, 24,7, welche Ausstattung, aber man kann ganz grob sagen, das Ganze steigt ein so in etwa mit 1.800 €. Okay, habe ich verstanden. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Wir haben vorhin über den Content gesprochen, dass der von verschiedenen Personen mit Rechten eingestellt werden kann. Was für Content stelle ich denn da ein? Sind das JPEGs, also sind das Bilder oder kann man da auch Videos mit einstellen? Gute Frage. Eigentlich, ich sag mal, geht alles. Warum? Jetzt denkt man nicht, alles. Zum einen, wir können natürlich Bilder, wir können Videos, wir können Webseiten, wir können Social Media, wir können IPTV, wo wir eben schon mal über Fernsehen gesprochen haben. Also das heißt, sollte dann doch mal WM oder so angezeigt werden wollen, auch das könnten wir einstreamen. Wir haben Schnittstellen, die wir bauen können zu Warenwirtschaftssystemen, auch das könnte interessant sein, das heißt Automatismen. Aber im Großen und Ganzen ist es relativ einfach. Ich vergleiche das Ganze immer so gerne ein bisschen mit PowerPoint. Ja. Man hat seine Szene, man nimmt den Content, setzt den zusammen, kann ihn durch die Gegend schieben, kleiner, größer machen, so anpassen, wie man ihn gerne hätte. Texte hinzufügen, Uhrzeiten, Datum logischerweise, Counterfunktion. Also ich glaube, wir könnten jetzt noch 15 Minuten alle Features aufzählen. Aber wichtig ist, Sie müssen sich auch keine Gedanken darüber machen, habe ich das richtige Format. Sondern sobald Sie es zum Server hochladen, wandelt der Server das Ganze in ein Format um, das er akzeptieren kann. Okay, das heißt im besten Fall, eine PowerPoint hat ja heutzutage jeder, im besten Fall haue ich da eine PowerPoint rein, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich sonst irgendwie Bilder bearbeite oder so. Dann packe ich die in PowerPoint und lasse da die Präsentation ablaufen. Wäre natürlich möglich, aber eigentlich unschön, weil das ist ein Arbeitsschritt zu viel. Okay. Weil es ist wirklich so, wir schulen ja schon seit vielen Jahren und eigentlich nach 4 Stunden Online-Schulung ist wirklich jeder in der Lage, das System zu bedienen. Und die Rückmeldung auch nach Jahren, die wir dazu kriegen, ist einfach ganz klar, dass wir sagen können, es ist einfach, es ist innovativ, aber man muss nicht die Sorge haben, wenn ich 2 Wochen, 3 Wochen, 6 Wochen nichts gemacht habe, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wie es geht. Ja, okay, gut. Für mich ist es immer noch wichtig, dass es intuitiv bedienbar ist, aber ihr macht ja eine Schulung, habe ich gerade gelernt, und dass ich sehr gezielt auf verschiedene Tageszeiten, Tage und Saisonalitäten eingehen kann, um genau das Produkt, ich erinnere mich dran, Fassbier läuft gerade überall ab oder Flaschenbier, dass ich auch mal so eine Sonderaktion von mir als Marktleiter einsteuern kann, ohne dass ich mich da großartig verbiegen muss. Also dass ich wirklich sehr schnell reagieren kann auf die Bedürfnisse. Heute ist
Morgen ist irgendein Event, irgendeiner ist ins Finale gekommen, dann mache ich mal schnell noch eine kleine Bieraktion, so nach dem Motto. Also das finde ich schön, dass man so schnell reagieren kann und die Werbung im eigenen Markt platzieren kann. War uns auch super wichtig. Also als wir uns mit dem Thema Software angefangen haben zu beschäftigen, haben wir auch ganz klar gesagt, es muss eine Software sein, die einfach zu bedienen ist. Also schwierig, komplex und so weiter, das gibt's alles, das kennt man alles und da gibt es so viele Dinge, wo es immer heißt, oh, wie mache ich das nur? Und das ist eine Hürde, das ist eine Angst, die man irgendwo hat. Eigentlich, ich kann das alles nicht, ich brauche das nicht, das ist viel zu kompliziert, ich habe keine Marketingabteilung oder. Ist gar nicht vonnöten. Es geht wirklich einfach, es geht schnell. Also ich würde behaupten, jeder kann innerhalb von 3 bis 5 Minuten eine Szene erzeugen und die an seine Geräte veröffentlichen. Jetzt sitzen wir hier bei euch im Showroom und ihr habt hier so ein paar Geräte hier rumstehen, auf die ich gucke. Ich sehe da gerade so ein Ding, das sieht aus wie ein Bildschirm, also ein Standbildschirm, ohne dass man ihn festmachen muss. Kann man sowas auch draußen aufstellen? Ja, also du guckst auf eine Stele, gibt es in den verschiedensten Formen, Größen, Formaten. Grundsätzlich bieten wir Lösungen an für In- und Outdoor. Wir bieten im Outdoor-Segment Monitore für an die Wand an oder die sogenannten stehend freistehend. Oder wie wir hinter uns sehen, jetzt im Indoor-Bereich eine LED-Wand, auch das geht draußen. Für drinnen gibt es dann praktisch die klassischen Bildschirme, haben wir gerade schon darüber gesprochen. Die stehen gibt es für drinnen logischerweise auch. Wir haben aber auch transparente LED-Wände für drinnen. Das ist immer wieder ein Thema. Das heißt, ich würde ja gerne was im Schaufenster machen, aber ich möchte mir das ganze Tageslicht nicht wegnehmen. Ah ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. So, und dann gibt es halt sogenannte transparente LED-Wände, die nach außen hin sehr gute und schöne Leuchtkraft haben, aber das Tageslicht nicht nehmen und vor allen Dingen von innen auch kein Licht, also diesen sogenannten Lichtsmog erzeugen. Das heißt, du hast nicht das Störende, dass du immer denkst, oh nein, das strahlt mich an, das nervt mich. Okay, jetzt habe ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie lange wir reden, aber ich habe so viel Input gekriegt. Kann ich den irgendwo nachlesen? Natürlich. Also wir haben alles, was wir so besprechen, in der Regel auch bei uns auf der Webseite stehen. Das heißt, du hast da Datenblätter, du hast da sogenannte FAQs, du kannst dort Features nachlesen, du kannst aber auch eine kostenlose PIN-Präsentation jederzeit buchen. Das heißt, dann wie geht das denn? Ganz einfach, du gehst bei uns auf die Webseite. Die heißt? www.mib-terminal.de. Gut. Kannst dann oben auf Service Center und dort kannst du dir deinen Experten buchen zu den verschiedensten Themen. Cool. Und ihr macht das dann online, das heißt, ihr zeigt mir dann online, wie sowas geht und das aussieht und dann kann ich sagen, macht mir mal ein Angebot. Genau, also du wirst dann, je nachdem, was für einen Experten du buchst, kriegst du 2, 3 Fragen im Vorfeld. Das heißt, Getränkemarkt, was möchte ich machen, dass wir schon mal ein bisschen uns darauf vorbereiten können im Vorfeld. Kriegst dann im nächsten Schritt automatisch eine Einladung für deinen Kalender zu einem Teams-Meeting und dann wird das alles durchgegangen, besprochen. Im Nachgang kriegst du ein Angebot. Oder wenn wir feststellen, okay, wir treffen uns vor Ort bei dir und besprechen das mal im Laden, wenn es dann konkreter wird. Okay. Auch diese Option gäbe es dann. Gut, okay. Dann habe ich jetzt sehr viel gelernt und nehme mal mein ganzes Wissen, mache mir meine Notizen und dann bin ich mal gespannt, was meine Kunden dazu sagen. Meine Kunden sind Macher. Macher heißt, die entscheiden sich relativ schnell. Wenn der jetzt sagt, ich habe mir diese PIN-Präsentation gebucht, ich habe das angeguckt, das finde ich cool, ich möchte das haben, wie lange dauert sowas? In der Regel wenige Stunden. Das heißt, die reine Softwarelizenz, das Schalten, das Aufsetzen des Servers, das geht wirklich innerhalb von einem Tag. Die Hardware, das muss man natürlich gucken, sollte Hardware mitgefordert werden, liegt die im Lager, liegt sie nicht im Lager, muss sie bestellt werden. Das in der Regel kann man aber sagen, binnen 14 Tagen ist durchaus ein realistisches Zeitfenster. Okay, cool. Dann würde ich sagen, Sebastian, wir sehen uns wahrscheinlich wieder, denn das ist eine sehr coole Sache, die werde ich meinen Kunden jetzt empfehlen. Das freut mich zu hören. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.